Hallöchen ihr Lieben, freue mich, dass ihr dabei seid. Hier habe ich heute vegetarische Nudeln mit viel Gemüse und Kokosmilch. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Jetzt zeige ich euch die Zutaten. Ich habe hier schwäbische Bandnudeln. Ich habe viel Gemüse. Wir fangen mit Cashewkerne, dann habe ich Champignons, Brokkoli, Karotte, Paprika, gelb, rot, grün, Zucchini, Ingwer, Zwiebel, Knoblauch. Nicht vergessen auch Kokosmilch gehört dazu, dann Speisestärke, Gewürze. Ich habe hier Curry, Salz, Pfeffer und Olivenöl brauchen wir dazu. Es geht los mit Gemüseschneiden. Das Gemüse habe ich schon geputzt, jetzt wird noch klein geschnitten und nachher wird alles dann zusammen gebraten und die Nudeln werden gekocht parallel. Los geht's! Sieht richtig schön bunt aus und gesund vor allem. Jetzt wird alles gebraten. Ich habe jetzt hier schon meine Zauberkochplatte hier und das wird gekocht jetzt. So, ich habe in den Topf 2,5 Liter Wasser und 2,5 Esslöffel Salz. So ist in der Regel immer so ein Esslöffel Salz pro Liter Wasser. Und parallel dazu nehme ich Olivenöl. Als erstes kommt die Zwiebel in die Pfanne. Dann pressen wir eine Zehe Knoblauch rein und etwas geriebene Ingwer dazu. Dann braten wir die Zwiebel, bis die so glasig werden. Und dann kommen die anderen Sachen dazu. Und jetzt die Karotten. Dann kommen die Zucchini. Ab und zu auch noch mehr Olivenöl dazu geben, weil je mehr Gemüse reinkommt, desto mehr Olivenöl ist nötig zum Braten. Und ich werde jetzt schon so ein bisschen Salz und Pfeffer dazu geben. Die Brokkoli kommen jetzt rein. Ja, ihr Lieben, so, ich hoffe, ihr seid jetzt mit mir am Kochen und genießt diese Ansicht hier. Sieht richtig gut aus hier. So, die Champignons, wie ich schon gesagt habe, kommen auch dazu, auch ein bisschen Pfeffer und Salz. Die 3 schöne bunte Stücke Paprika hier. Dann gebe ich ein bisschen Curry dazu. Dann kommen meine Cashewkerne noch. Der nächste Schritt ist etwa 2 Esslöffel Speisestärke reingeben. Umrühren. Dann gebe ich etwa 150 Milliliter Kokosmilch und etwa 5 Minuten alles zusammen köcheln lassen auf niedrige Temperatur. Ab und zu umrühren und nachher dann Salz und Pfeffer abschmecken.
hier kocht schon. Das Wasser kocht schon, dann kommen die Nudeln noch. So, die Nudeln sind jetzt abgekippt worden. Jetzt kommen die auch noch in die Pfanne zu den anderen Sachen. Et voilà! Fertig sind die vegetarischen Nudeln. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich habe die auch probiert, die schmecken wunderbar. Kocht es nach. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich, liked mich, kommentiert. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und seid dabei bei dem nächsten Video. Eure Tati. Tschüssi.